Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Unter Messer, eurem hoffentlich Lieblingspodcast im Bereich Beauty und plastische Chirurgie. Mein Name ist Barbie Breakout. Ich sitze hier dieses Mal nicht nur neben dem großartigen Christian Rössing. Hallo? Hi. Sondern auch neben der wunderbaren Dr. Claudia Kettler, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Prävention, funktionelle Medizin und Ernährungsmedizin. Schön, dass du bei uns bist, mein Schatz. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Our pleasure. Wir haben uns gedacht, das Thema heute ist Longevity und da wir da beide nicht so wahnsinnig gut im Thema sind, haben wir uns gedacht, wir brauchen auf jeden Fall eine Fachperson, die hier mit uns sitzt und uns dadurch führen kann, durch diesen Blätterwald. Erzähl doch erstmal bitte für alle, die so ahnungslos sind wie ich, was Longevity genau ist. Weil das ist, der Begriff ist gerade überall. Ich war neulich am Frankfurter Flughafen, bin geflogen und bin in diesen Zeitschriftenbereich reingekommen, wo diese ganzen Bücher immer liegen, weil ich was zum Lesen brauchte. Und literally jedes Magazincover, jede Zeitung, auf jedem Ding stand Longevity drauf. Und dann habe ich Christian, ich glaube, eine WhatsApp geschickt oder habe ich die sogar angerufen, weil ich so aufgeregt war. Du hast, glaube ich, angerufen und hast gesagt, mein Gott, wir müssen ein Thema jetzt bearbeiten. Das steht auf jeder Zeitschrift. Ich sage, ja, ich weiß. Und das ist hier auch bei mir every day. Ja. Ne? Ja, ich habe dann kapiert, dass dass ein Trend ist, der tatsächlich ein Trend ist, der dann auch anscheinend seine Daseinsberechtigung hat und everybody wants to know about it. So yes. Erklär uns mal bitte, was das ist. Also Longevity ist eigentlich ein bisschen ein Hype, muss man sagen. Es geht ja um gesunde Langlebigkeit. Und alle, die auf diesen Zug aufgesprungen sind, der eigentlich schon ein bisschen abgefahren ist, muss man sagen. Also es war vor einem Jahr eigentlich noch schlimmer mit Longevity, wird es sich gerade so ein bisschen in die Normalität eingliedern. Und es bedeutet nichts anderes als, wir wollen nicht mit 70 oder 80 völlig gebrechlich am Rollator durch die Gegend rollern und an solchen Krankheiten wie Osteoporose erkranken oder eben dahinsiechen. Wir wollen relativ gesund bleiben bis ins hohe Alter. Und das meint eigentlich Longevity. Aber in diesen ganzen Magazinen steht ja nie ein Kochrezept, wie klappt das? Und das ist eben bei mir auch in der Praxis der Fall, dass viele kommen und sagen, so, ich möchte jetzt mal Vorsorge für Longevity betreiben. Und ich bin nun seit über 20 Jahren Allgemeinärztin und habe das miterlebt in meiner Praxis, dass viele Menschen eben dem Alterungsprozess unterliegen. Und das war für mich auch ein Ohnmachtsgefühl zu erleben, dass ich nicht helfen kann, sondern dass ich am Ende nur noch über Medikamentenpläne von 10 und mehr Medikamenten gucke, dass ich Rezepte über den Tisch schiebe und dann mit den Schultern zucke und sage, ich kann nicht helfen. Und dann habe ich eben vor mehreren Jahren angefangen, mich für die funktionelle Medizin zu interessieren. Functional Medicine hat eigentlich den Geburtsort in den USA, auch Australien, und betrifft dort eben einen Fachbereich unserer klassischen universitären Medizin, der sich mit der biochemischen Dysbalance im Körper beschäftigt. Und da gibt es wirklich namhafte Professoren in den USA, die viel, viel Wissenschaft betrieben haben und die quasi herausgefunden haben, wie individuell man Patienten therapieren kann und auf welche Organebenen wir gucken müssen. Und Functional Medicine besteht eben aus 5 wirklich wichtigen Säulen. Das ist zum einen der Darm, die Darmgesundheit. Das ist der Gehalt an Nährstoffen und an Hormonen. Das ist die Genetik, die individuelle Genetik. Das sind Umweltgifte, ja, wie natürlich Elektrosmog, wie Pestizide, wie alle möglichen Schwermetalle, denen wir tagtäglich ausgesetzt sind. Und die 5. Säule ist eben die seelische Balance. Und alle Säulen stehen für sich. Und wenn alles passt und wir in der Balance sind, haben wir quasi die Grundvoraussetzung für Longevity gegeben. Und da muss man halt gucken. Und das ist ja genau das, warum wir heute hier sitzen mit Christian, weil eben am Ende des Tages Gesundheit und Schönheit zusammengehören und man so gut altern kann. Und die Schönheit oder Nicht-Schönheit, die siehst du halt als erstes. Weswegen ich oftmals der erste Ansprechpartner bin und das Pferd sozusagen ein bisschen verkehrt rum aufgezäumt werden möchte. Und da haben wir angefangen, auch immer besser zusammenzuarbeiten. Ja, das ist eigentlich so. Das heißt, wenn die Leute hier reinkommen und sagen, ich möchte, was weiß ich, ein Facelift oder so, weil ich mit meiner Haut nicht zufrieden bin, mit der Elastizität nicht zufrieden bin, wie weit kannst du denn dann in das reingucken, was sie untersucht?
In dem Fall ist es teilweise nur eine ganz einfache Frage. Ich sage, okay, Sie sind qualifiziert rein von allem, was Sie Mhm. mir jetzt an Befund bieten. Hängebäckchen, Mhm. Lider, alles ist ein bisschen gerutscht, Gewichtsverlust, Volumenverlust und so weiter. Ähm, Dann frage ich natürlich auch nach deren Gesundheit meiner Patientinnen. Wann waren Sie denn zur letzten Blutentnahme? Was wurde denn da untersucht? Sind Sie sonst irgendwie krank? Nehmen Sie Medikamente ein? Und ihr werdet nicht glauben, wie viele Leute mir sagen, mit 60, oh, ich war jetzt seit 3 Jahren, war ich gar nicht mehr groß beim Arzt und ja, Mhm. Blutentnahme, ja mal ein kleines Blutbild, was im Prinzip, du wirst mir recht geben, nichts sagt. Gar nichts. Also null, also das Null. kannst du bei Schwerstkranken abnehmen und das sieht toll aus, ne? Also das ist vollkommen für die Katz. Und dann sage ich, wissen Sie, Sie müssen erstmal wirklich, wir müssen mal schauen, ob wir Sie OP-fähig bringen. Und es nützt Ihnen jetzt auch nicht das gestraffte Gesicht, wenn Sie im Prinzip an Dysbalancen leiden oder die haben, ohne sie zu wissen, die wir parallel zumindest jetzt in Angriff nehmen. Und dann kam eben Claudia auch ins Spiel und überhaupt das ganze Thema, was sich da jetzt eben so breit macht. Diese Longevity, die uns natürlich auch immer wieder begegnet. Und viele fragen natürlich auch primär, sagen Sie mal, machst du auch Longevity? Äh, äh, so. Und wir wollen ja nichts machen, was nichts bringt. Richtig. Und gibt bestimmt viele Sachen, die nichts bringen. Und da muss man eben schon ein bisschen unterscheiden und schauen, wo setzt man an. Genau. Ja, also ich habe, wenn ich so in meinem Freundeskreis rumgefragt habe, das sind ja durchaus auch Leute, die sehr beauty-affin sind und auch ein bisschen experimentierfreudig, so wie ich, also nicht so extrem, aber die sind schon auch immer interessiert an neuen Sachen. Und da hatte ich den Eindruck, dass die Wahrnehmung eher ist, dass das so eine, also viel Halbwissen auch, was Longevity tatsächlich ist, was man da macht, worum das geht. Ähm, und es fühlte sich so im Querschnitt von dem, was ich so mitbekommen habe bei den anderen, was da so an Wissen vorhanden ist, das klang alles eher so ein bisschen esoterisch. Also man kann es nicht wirklich nachweisen, man weiß nicht wirklich, ob es wirkt, man muss sich so auf das Wort verlassen und dann sieht man vielleicht homöopathisch kleine Ergebnisse und so. Aber das ist ja gar nicht das, was du machst. Das, was du machst, klingt ja wissenschaftlich, evidenzbasiert, Werte gucken, vergleichen, also ne, Zahlen vergleichen, ist ja nun alles andere als esoterisch. Es ist absolut nicht esoterisch, genau. Also letztendlich, es geht bei diesem ganzen Thema um die Gesundheit unserer Mitochondrien. Und Mitochondrien, das weißt du ja vielleicht auch noch, Die sind, Zellkraftwerke, Das genau. Powerhouse is das the Cell. Genau. Powerhouse Ja, aber das TV. ist, das ist letztendlich geht es bei all diesen ganzen Tools wie Eisbaden, Fasten Ja. und auch bestimmten Nährstoffsupplementationen, geht es darum, möglichst gesunde Mitochondrien zu erhalten oder Kranke ja, abzustoßen, auszuscheiden, wie man es auch mal sagen möchte. Aber Fakt ist, die Mitochondriengesundheit ist unser Garant für eine gesunde Langlebigkeit. Mhm. So, jetzt ist das natürlich auch so ein Wort, mit dem der Laie nichts anfangen kann. Aber du musst dir vorstellen, du hast in deinem Körper Organe und Geweben, die haben viele Mitochondrien. Das Gehirn zum Beispiel, weil Mhm. das braucht ständig Energie. Der Herzmuskel, der ununterbrochen 24/7 schlägt, braucht viel Energie. Die Muskeln, weil wir uns bewegen müssen, die brauchen eine Menge Energie. Und unser Körper baut halt den ganzen Tag diese Energie. Und das machen eben diese Mitochondrien, so klein wie sie auch sind. Unterm Elektronenmikroskop kann man sie sehen, aber die können wir beeinflussen. Mhm. Also Mitochondrien sind die Zellorganellen, die eigentlich eben die Zellenergie herstellen, das sogenannte ATP. Und diese Schaltstelle, die beeinflussen wir durch alle möglichen Longevity-Maßnahmen. Und da ist es eben wichtig, dass wir es erstmal im Blut messen, wie krank oder wie gesund ist ein Mensch. Ne? Und wenn die zu dir kommen und sagen, ich möchte jetzt einen Facelift oder möchte einfach frischer aussehen, egal ob das kosmetische Behandlungen sind oder Operationen, zuerst muss man natürlich mal checken, wie gesund bin ich innerlich. Und das, was ich mir eben zur Aufgabe gemacht habe und das mit Leidenschaft tue, ist, dass ich mir diese 5 Säulen der funktionellen Medizin angucke und dass ich im Blut messe, wie krank oder wie gesund ist jemand. Also man kann den zum Beispiel oxidativen Zellstress messen. Das sind neue Blutwerte, Mhm. etablierte, kein esoterischer Quatsch, sondern Mhm. wirkliche Blutwerte, die mir zeigen, hat ein Körper Zellstress. Und da gibt es eben oxidativen Zellstress, eben aufgrund von Sauerstoffradikalen oder nitrosativen Zellstress, aufgrund von Stickstoffzellstress. Und unser Körper möchte eigentlich immer in der Balance bleiben. Mhm. Aber durch unsere Umwelt, durch unseren Alltag, durch Stress, durch natürlich Aufnahme von
Umweltgiften, auch natürlich durch die Ernährung, ganz klar, wie ich mich ernähre, sammelt sich das. Welche Rolle spielt denn Schlaf? Weil wir haben hier schon, glaube ich, auch in einer Folge mal drüber gesprochen. Ich bin eine wahnsinnig schlechte Schläferin. Also ist es nicht, dass ich nicht einschlafen kann, ich kann nur nicht lange schlafen. Mhm. Ich bin so nach 4 Stunden meistens bin ich wieder wach und das Mhm. reicht mir dann gefühlt auch. Ich bin zwar dann auch einen Tag über immer müde, aber lange liegen kann ich nicht so richtig gut. Mhm. Und ich glaube, das ist ja nicht so doll, ne? Also Schlaf ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Tool, ganz Mhm. wichtiges Longevity-Tool, aber da können wir uns wirklich die Hand geben. Ich kann auch nicht so gut schlafen, Mhm. hat sich schon verbessert, aber Schlaf ist halt ein Riesenthema, weil es natürlich an inneren Hormonen hängt. Also Mhm. es gibt wirklich ganz klare Werte, die mir zeigen, hat dieser Mensch eher das Problem, nicht schlafen zu können, als ein anderer. Also da sind wir sehr individuell. Mhm. Aber auch da können wir im Blut Werte messen, wie zum Beispiel das Serotonin, wie Vitamin B-Mangelzustände. Es gibt bioaktive B-Vitamine, die die Mitochondrien brauchen, damit die dann wiederum Hormone bilden, dass wir gut schlafen können. Ne? Serotonin ist natürlich auch ein Ein Glückshormon im weitesten Glückshormon, Sinne. ganz Das genau. heißt, könnte es, also nur theoretisch die Frage, könnte es auch Forschungsansätze geben oder Heilungsansätze geben, Verbesserungsansätze geben für Menschen mit zum Beispiel chronischen Depressionen, die Na, man damit behandeln könnte auch? unbedingt. Also Barbie, Spannend. unbedingt. Also, und das ist wirklich bei jedem. Ich mache das ja jetzt seit Anfang des Jahres in einer Privatpraxis, Ja. weil ich leider durch meine Kassenzulassung war ich ja immer zeitlich limitiert. Hm. Und das war ja auch ein großes Thema für mich, überhaupt die Kassenmedizin aufzugeben, weil ich einfach mit Leib und Seele Hausärztin und Allgemeinmedizinerin war. Aber durch die Spezialisierung auf die Hormonmedizin, auf die Longevity-Medizin, brauche ich mehr Zeit für meine Patienten. Hm. Und gerade dieses Thema Schlaf oder Depressionen, die natürlich immer aus einer biochemischen Disbalance sich ergeben, und zwar schon im frühen Kindesalter. Hm. Also auch da sind es häufig fehlerhafte Mitochondrien, die eben durch einen Mangel an Nährstoffen, da sind natürlich auch zum Beispiel bestimmte Ernährungsformen betroffen. Ne? Wenn ich eine Essstörung habe oder wenn ich Vegetarier oder Veganer bin, fehlen mir häufig wichtige B-Vitamine. Hm. Und der Körper kann einfach dann gewisse Hormone, die er braucht, um in den Schlaf zu kommen, nicht synthetisieren. Also gerade Serotonin, Melatonin, Tryptophan, das ist eine Stoffwechselkette, die muss einfach stimmen. Sonst, wenn eine Sache fehlt, geht's nicht. Das ist wie wenn wir das vergleichen mit unserem Auto. Du hast einen vollen Tank, aber das Öl fehlt dir, fährt das Auto auch nicht. Hm. Und deshalb, letztendlich ist die Mitochondrienenergie vergleichbar mit dem Strom unseres Hauses. Hm. Ja? Also du hast das Haus, alles funktioniert, Strom funktioniert nicht, also funktionieren viele Lampen in diversen Zimmern nicht. So ist es zu vergleichen. Absolut faszinierend. Finde ich auch. Also das ist wirklich faszinierend, was da auch Ja. alles so dahinter steckt. Mhm. Ich versuche mir jetzt vorzustellen, wie das ist, wenn man zu dir kommt. Also da kommt jetzt eine Person hin und sagt, ich bin so und so alt, ich bin, was weiß ich, let's say 50 Jahre alt. Wie ist denn jetzt der Ablauf konkret? Also verbringst du sehr viel Zeit erstmal mit Anamnesegesprächen oder gehst du gleich ans Blut oder wie muss man sich das vorstellen? Also das ist eigentlich so, die Patienten melden sich an und wir schicken denen häufig Anamnesebögen zu. Also ich habe ja tatsächlich eine komplett volle Sprechstunde. Tatsächlich sind wir jetzt gut gebucht, aber gibt immer noch Termine. Aber Fakt ist, ich mache auch viele Nicht mehr Online-Gespräche. lange, nicht nach dieser Folge. Ich mache viele Online-Zoom-Meetings auch und wir schicken den Patienten Anamnesebögen hin und das ist schon sehr umfangreich, weil wir fragen alles ab. Also wir fragen wirklich ganz klar die Ernährung ab, den Stresslevel im Alltag, den Schlaf. Wir fragen das Sexualleben ab. Wir fragen einfach erstmal alles ab, um dann zu gucken, in welche Kategorie geht das. Ne? Gerade mit 50 Frauen kommen mit der Peri- oder Menopause mit Symptomen, aber auch Männer, ne? Andropause, alle möglichen Symptome gibt es da. Und dann gucke ich mir das an und kategorisiere das für mich. Viele haben ja zum Beispiel auch Probleme mit der Verdauung, ne? Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und wenn der Patient dann zu mir kommt, nehme ich mir 60 Minuten Zeit und dann haben wir eben ein Erstgespräch. Und meistens mache ich schon dann, während ich mit dem Patienten spreche, mir Notizen, welche Blutwerte für mich interessant wären. Manche bringen auch so Standardblutwerte mit aus dem Endokrinologikum hier in Berlin oder von anderen Ärzten. Und dann werte ich das aus. Und da muss man eben auch sagen, heutzutage, es ist eine ganz andere Referenz notwendig, die dann bedeutet, dass wir funktionell gut funktionieren. Also Referenzbereiche wurden immer an nicht besonders vitalen Menschen Ja. quasi festgelegt. Also kannst dir vorstellen,
ist mir nur das Thema Testosteron, ne? Also ein 25-Jähriger hat ja einen ganz anderen Testosteronreferenzwert als ein 65-Jähriger. Klar. Und eigentlich sage ich immer, Leute, wenn ihr jung seid, dann macht mal so einen Ist-Zustand eurer Hormonwerte, damit man weiß, wie ist jetzt die Schilddrüse optimal, wenn sie denn optimal ist, und wie sind die Testowerte. Und dann kann man mit 50 nochmal gucken, wo möchte ich eigentlich hin. Und ich versuche halt herauszufinden, welche Ebenen sind interessant. Bei einer Depression würde ich mich fokussieren auf den Darm, ganz wichtig. Sind da vielleicht Dysbiosen, also Fehlbesiedelungen im Darm? Gibt es schon ein sogenanntes Leaky Gut? Das ist eine zerstörte Schleimhaut des Darms, die dann natürlich meinem Darm nicht die Chance gibt, Hormone zu produzieren, die mir für den Schlaf helfen. Oder Weißt du? Nährstoffe richtig aufzunehmen Oder wahrscheinlich. Nährstoffe aufzunehmen, damit die Mitochondrien gut funktionieren. Es ist so, früher hat man die Medizin einfach zersplittet, ne? Und deshalb auch die Fachärzte. Dann gibt es den Internisten und den Endokrinologen und den Kardiologen. Und heutzutage wissen wir, dass im Körper alles miteinander zusammenhängt. Jeder Gedanke wird transportiert in ein Signal, in ein Hormon, ja, und alles hängt mit allem zusammen. Das heißt, wir können gar nicht mehr sagen, dass wir so eine Schnittmengenmedizin machen, sondern es muss individuell und personalisiert sein. Ja, und dann nehmen wir Blut ab und dann dauert es meistens mindestens 14 Tage, meistens aber 4 Wochen, bis alle Ergebnisse da sind, je nachdem, ob wir auch eine Genetik machen. Und dann bestelle ich den Patienten wieder ein und dann machen wir nochmal eine Stunde. Und dann gibt es Therapiepläne und dann sind die Termine halt kürzer, dass man so Follow-up-Termine macht und guckt, wie es dem Patienten geht, ob sie mit dem Therapieplan oder Hormonen, Nährstoffen gut zurechtkommen. Aber toi, 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 also das klingt vielleicht ein bisschen arrogant jetzt, aber man kann allen helfen. Also ihr da draußen, ihr könnt hoffnungsvoll sein. Wenn ihr ganzheitlich behandelt werdet, kann man helfen. Ja, das klingt überhaupt nicht arrogant. Nee. Nee, also das ist ja das, was wir, das ist ja wie ein Hoffnungsschimmer am Horizont, dass wirklich Leute sich auch bewusst darüber werden, dass es Dinge gibt, die man ändern kann, aber dazu bedarf es genauer Untersuchungen, die ich jetzt bei mir zum Beispiel nicht machen kann, Ja. aber ich finde die so was von sinnvoll. Und ich weiß, als ich bei dir war, da habe ich gedacht mal, wie viel Röhrchen nimmt die denn jetzt hier ab? 19. 19 Da werden wir ein Blutröhrchen. Problem haben, mein Schatz, bei mir kommt kaum was. Ich habe nur gedacht, brauche ich jetzt noch eine Bluttransfusion hinterher? Aber es war eben, da kam dann eine wahnsinnige Auswertung und von dem Tag an war dann eben auch klar, ich kann mich erinnern, ich hatte einen Vitamin D-Wert, 3,5. Also unterirdisch. Das ja. war so unterirdisch, Obwohl du so viel in der Sonne bist eigentlich, ne? obwohl ich gehe gerne in die Sonne, wir fahren ja auch oft irgendwo dahin, wo Sonne ist. Und ich habe auch nicht irgendwie, man merkt es ja nicht. Und der Wert war so dramatisch tief, hätte ich nie gedacht. Und wo man sagen muss, auch gerade das Vitamin D, das ist immer noch Thema. Vitamin D wird ja immer noch in den Köpfen ist, ich gehe mal ein bisschen in die Sonne, es reicht schon. Nee. Nein, Vitamin D stammt aus dem Cholesterin, aus der Cholesterinsynthese und ist eigentlich ein Hormon. Und Männer brauchen ein Vitamin D von 40 Nanogramm pro Milliliter, damit die Testosteronproduktion gut funktioniert. Also wir kennen heutzutage eben wissenschaftlich basierte Daten, die sagen, erst wenn die Werte so oder so liegen, kann der Körper auch funktionell arbeiten. Und das ist eben dann auch wieder so ein Aufklärungsthema. Ne? Übrigens, die Blutentnahme war im Juli. Ja, die war im Juli, Ja, stimmt. und ich war braun gebrannt und bester Laune. Na, Also guck. das ist nicht, Ja, aber wie viele Stunden stehst du hier in der Praxis, in deinem OP? ja, Also so, und das war eben einfach, das sind die Lebensumstände, die eben oft zu solchen Sachen führen, die wir völlig ausblenden. Und dann ploppten so ein paar Sachen auf, die aber eben optimierbar sind. Und ich fühlte mich auch, kann ja jetzt nur von mir reden oder auch von Patienten, die bei dir waren, man fühlt sich einfach besser, man merkt, es läuft was besser. Und man fühlt sich auch äußerlich dann schöner, will ich jetzt, doch, auch schöner. Und das ist ja das, was dann eben die Leute auch zu mir treibt. Wir sitzen ja Ja. hier auch gerade bei uns hier in meinem Büro, wo dann eben Leute sitzen, die primär ja deswegen hierher kommen, Ja. weil sie schöner und frischer aussehen wollen. Und da kommen eben diese ganzen Dinge zustande. Nur ich weiß nicht alles und viele Dinge erscheinen, wir können ja ein paar Sachen mal ansprechen, die vielleicht auch total sinnlos sind, die jetzt nur aus monetären Gründen hier rumschwirren,
die wir dann eben auch besprechen. Und ich denke mir, Aber vielleicht noch eine Sache, die für die Community von euch vielleicht wichtig ist, weil das betrifft so viele, ist der Eisenmangel. Also der Eisenmangel ist so Männer häufig, auch? Männer auch tatsächlich. Das kommt darauf an, wie sie sich ernähren, aber bei Frauen natürlich häufiger durch Ja. die Periodenblutung. Aber ein Eisenmangel, gerade bei dem Vegetarier, ne, es ist so gravierend und das messen wir im Blut, nämlich nicht mit dem Eisen im Serum, kann man auch machen, aber entscheidender ist das Ferritin. Ferritin ist das Speichereisen. Und ich habe das so oft, dass eben gerade nochmal zum Thema Depression, depressive Menschen kommen, die so unterirdisch niedrige Ferritinspiegel haben. Und der Referenzbereich von den Laboren, der geht von 15 bis 400, ich glaube, Nanogramm pro Milliliter. Und das ist so eine Spanne. Und wir wissen, dass 150 ist ein gefüllter Eisenspeicher. Also ich als Frau bräuchte 150. Ein Sportler, Marathonläufer, Halbmarathonläufer brauchen zwischen 200 und 400 Werte. Aber ein Wert von 20 wird bei vielen Ärzten in der Ist dann noch Referenz normal. ist noch normal. Und dabei sind die Leute schwer depressiv. Und dann nehmen sie jahrelang Antidepressiva ein und das klaut den Menschen dann noch die B-Vitamine, einfach über die Leberverstoffwechslung. Und dann hast du halt schon mehrere Faktoren, die dazu führen. Und dann nützt es mir halt nichts, wenn ich Botox spritze oder Hyaluron, um eben meinem traurigen Gesicht ein anderes Aussehen zu Ja. geben. Wenn ich aber von innen die ganzen Nährstoffe auffülle, dann kriege ich echt einen Glow. Und Ja. dann geht es mir auch besser. Ja. Ne, also da ist schon berechtigt, dass man mal genauer hinguckt. Ja. Also wir haben uns ja gerade eben schon, bevor wir angefangen haben zu filmen, habe ich dir schon Löcher in den Bauch gefragt. Und Christian hat gerade schon das Wort Hoffnung gesagt. Ich muss wirklich sagen, da sind bei mir Gefühle wach geworden, die ich eine Weile nicht gefühlt habe, weil einige von euch wissen, dass mein bester Freund hat einen schweren Fall von MECFS, also von Long Covid, Chronic Fatigue Syndrome. Und egal, wo wir hinkommen, ich gehe schon eine ganze Weile mit ihm auch zu Ärzten und kümmere mich selber, weil die ÄrztInnen ja selber auch komplett überfordert sind mit dem Thema. Keiner kennt sich so richtig aus. Alle zucken ganz auf die Schultern und sagen, wissen wir jetzt auch nicht. Ich habe ein Blutbild gemacht, ich sehe da nichts. Ist normal. Und ganz oft ist halt diese riesengroße Hoffnungslosigkeit da und diese Frustration zu sehen, wie es einem Menschen, den du liebst, immer schlechter geht und gleichzeitig können ihm aber selbst die Mediziner nicht helfen. Die fischen im Dunkeln und wissen nicht, wovon sie reden. Und du hast sofort gesagt, da muss der Wert, das muss so und so sein und da kann man ihm auf jeden Fall helfen. Und das ist ein Gefühl, was ich lange nicht gehabt habe. So, also ein Hoffnungsschimmer, den ich lange nicht gespürt habe, da bin ich sehr excited. Aber wir kommen natürlich auch nicht drum rum, über die Preisfrage zu reden. Ne? Das ist jetzt ja, du hast schon gesagt, du machst auch das ist eine Privatpraxis mittlerweile. Das ist natürlich hoffnungsstiftend für ganz viele Leute, aber man muss es sich halt auch leisten können. Was kostet das Ganze denn? Also meine Beratungsstunde kostet 250 €, wenn Okay. ich eine Stunde mit dem Patienten rede. Und ich versuche das natürlich bei den Privatkassen mit den privatärztlichen Ziffern auf diesen Stundensatz zu kommen, weil das brauche ich eben, um Right. wirtschaftlich zu Ja, sein. ja, ja. Und ich kenne aber Kollegen, die weitaus teurer sind. Ich versuche das aber eben so zu machen, dass es für die Patienten auch möglich ist, die jetzt nicht so das dicke Geld haben, weil man kommt schon schnell in den Verruf, dass man einfach da eine Abzocke betreibt und das möchte ich halt nicht. Und man muss halt immer so nach Aufwand und ja, auch nach dem, Schatzi, du musst dein Geld verdienen, das ist ja ich muss völlig irgendwie mein klar. Geld verdienen, ne, Ja, ganz ja, ja, klar. ja. Ne? Und Also deshalb, niemand verlangt, dass du das umsonst machst. genau. Ich will nur eine Hausnummer haben für die Leute, die jetzt zuhören und sich denken, das klingt alles ganz toll und ich würde das gerne in Anspruch nehmen. Wie viel muss ich denn zur Seite legen, um mir das Also mal ich würde sagen, mit Labor? ungefähr mit Labor müsste man so zwischen 500 und 600 € zur Seite legen. Ja, und dann kommt es eben auf die individuelle Therapie an. Also bei den Privatpatienten ist schon so, dass auch viel übernommen wird. Auch gerade bei Chronic Fatigue ist es so, dass man mit bestimmten Behandlungsmöglichkeiten, Infusionen, aber auch IHHT, weiß nicht, ob euch das was sagt, die intermittierende Hyperoxiebeatmung. Das ist eben etwas, was die Mitochondrien anregt, kann man sehr gut therapieren. Also es wird eben immer ein ganzheitliches Konzept für die Patienten gestrickt. Ich habe auch eine Heilpraktikerin, die mit mir in der Praxis arbeitet, die kümmert sich um die Darmgesundheit. Auch da, wenn man so einen Test machen möchte, wie gesund ist mein Darm, muss man so ungefähr mit 120 € rechnen als Selbstzahler. Dann wird eben eine Stuhlprobe eingeschickt und wir gucken, gibt es da Dysbalancen, sind irgendwelche Parasiten da, ist ein Leaky Gut vorhanden.
weil der Darm ist einfach Dreh- und Angelpunkt für unsere Gesundheit und für Longevity. Mhm. Weil das müsst ihr ja auch sagen, wie viele ernähren sich einfach schlecht oder Absolut. einseitig. Absolut. Und der Darm, alles, was wir Wie aufnehmen, viele kommt. trinken nicht genug? Also Ja. wie viele Models ich auf dem Stuhl habe, die vor mir sitzen und einfach knitterig faltig sind. Und ich weiß ja auch nicht, wie das passiert ist. Wie viel trinkst du am Tag? Mhm. Ach naja, ich habe so 5 Kaffee. Und ich so, ja, aber Naja, nicht weil sie dehydrierend, auf der sondern Waage dann nach einem Liter Wasser hydratisierend. ein Kilo mehr wiegen oder so. Ja, also Ne? man muss eben immer, also ich sage ja immer, diese biochemische Balance. Und das ist ja Mhm. das, was es so neu macht, weil Medizin einfach, das Wissen hört nie auf, es wird immer weiterentwickelt. Und ich finde es so wichtig, dass man eben auf den individuellen Menschen guckt. Und Mhm. du darfst Hoffnung haben. Für dich, für deinen Freund, für Mhm. alle. Weil am Ende kann man wirklich gut helfen, indem man sich die Organe anguckt, die für die Langlebigkeit wichtig sind. Es muss Mhm. ein gesundes Herz sein. Es muss eine gesunde Schilddrüse sein. Muss ein gesunder Darm sein. Mhm. Letztendlich muss alles irgendwo funktionieren. Und deshalb glaube ich, dass letztendlich dieser Kickstart, alles Longevity zu nennen, erstmal ein Bewusstsein geschaffen hat. Also Mhm. die Leute sind irgendwie erwacht, haben gesagt, okay, alles klar, ich kann ja was tun, ich muss ja nicht dahin siechen im Alter. Ne? Ja, Aber mit Sinn und Verstand und right, nicht wahllos irgendwelche Nährstoffe kaufen oder right. Genau, wir kommen gleich noch zu den Bauernfängern und Nap-Geschichten, die es da ja nun mittlerweile auch zuhauf gibt in dem Bereich. Aber jetzt lass uns mal zum Thema Beauty kommen. Wir haben ja schon auch über Exosome gesprochen, über Polynukleotide gesprochen. Fällt das auch grob in diesen Bereich? Ist das die gleiche Baustelle, mehr oder weniger? Im Grunde genommen ja. ja. Man hat ja gelernt in unserem oder in meinem speziellen Fachgebiet, ich bin ja plastischer Chirurg, heißt ja nicht, dass ich nur operiere die ganze Zeit. Nee. Ein Großteil meiner Patienten kommen natürlich einfach auch für nicht-invasive Behandlung und dann wissen wir auch schon, es ist eben nicht nur dieses Filling und kiloweise Botox irgendwo reinspritzen, sondern die Nachfrage steigt und darüber freue ich mich auch für regenerative Verfahren, für diese Ja. Biostimulation. Da haben wir viel dazugelernt und eben auch, es gibt neue Sachen, die funktionieren, eben wie Polynukleotide bin ich wirklich echter Fan mittlerweile geworden. Also ich hätte es immer gar nicht geglaubt, dass es wirklich funktioniert. Es funktioniert. Exosom auf verletzter Haut zum Heilprozess beschleunigen, Wachstumsfaktoren und so weiter. Fällt ja irgendwie alles mit in diesem Bereich. Und daher gibt es Überschneidungen, natürlich, auf jeden Fall. Und ich bin davon auch vollstens überzeugt. Also unabdingbar. Wie schätzt du das ein? Also ich finde das auch gut. Tatsächlich mache ich auch ein bisschen Ästhetik in meiner Mhm. Praxis, aber ganz kleinen Maß. Wir damals die Weiterbildung hier bei Christian auch gemacht, die Workshops. Nutze auch die Polynukleotide, ganz klar. Und ich bin eben auch sehr offen für Hormontherapie. Auch das, was jetzt in Deutschland ja noch nicht so erlaubt ist, sind die Peptide. Mhm. Aber wir benutzen eigentlich Peptide schon Jahrzehnte in der Medizin, wie das Insulin, Mhm. jetzt die GLP-1-Analoge, Mhm. all das. Aber es gibt eben auch Peptide, die mehr und mehr erforscht werden und die im Kommen sind. Und ich bin da offen, auch wenn ich es als Ärztin jetzt nicht verschreiben darf. So kann man trotzdem sich informieren und wissenschaftliche Daten lesen und es eben für sich individuell ausprobieren. Ja. Ja, also ich glaube, das ist der nächste. Da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal eine ganze Folge zu machen. Also wir haben ja schon eine GLP-1-Folge gemacht, aber das Thema Peptide ist ja so viel größer noch. Und gerade im Bereich Skin, Haut und Longevity kann man da halt auch selber so viel machen, wenn man denn diesen Schritt gehen möchte und sich das selber besorgen möchte und sich selber versorgen möchte damit. Aber ja, das ist nochmal eine ganz eigene Folge. Ich bin nur fasziniert davon, wie viel frischer Wind gefühlt gerade, auch in der ästhetischen Medizin, aber generell auch in dem Bereich der Medizin vorhanden ist, wie viele neue Sachen plötzlich zu uns kommen, wo man denkt, ach, das sind ganz neue Möglichkeiten, da kann man ganz viel rumprobieren. Unbedingt. Liegt aber auch daran, dass da ein hohes monetäres Investitionsvolumen dahinter steckt. Also man weiß, man analysiert ja die Märkte, das machen ja Wirtschaftswissenschaftler, es ist einfach so, dass man schaut, wo ist denn ein Bedarf da, wo könnte ein Markt entstehen. Und man hat festgestellt, nicht erst jetzt, sondern seit Jahren und zwar steigend, selbst in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, ist dieser Markt quasi unersättlich. Deswegen wird dorthin investiert, es wird Forschung betrieben und es entsteht immer mehr und immer mehr. Natürlich, wo so etwas ist, ist eine Profitgier auch einfach da.
ist wie in allen wirtschaftlichen Bereichen und da zählen wir nun mit dazu. In irgendeiner Weise sind wir ja Mediziner, die diesen Motor immer am Laufen mithalten. Und da kommt es ja auch drauf an, wo wir uns positionieren. Ja, ich finde, man muss das sehr differenziert betrachten. Also wenn ich jetzt einen Bereich nennen darf, der eigentlich gar nichts mit Profitgier zu tun hat, ist das wirklich die Hormonmedizin und ist dieses sich kümmern darum, dass altersentsprechend oder Alterserkrankungen wie eben zum Beispiel Osteoporose bei Frauen, auch Männer können Osteoporose kriegen, wirklich sehr hagere, dünne Männer, die keine Muskelmasse haben. Also wir müssen gucken, welcher Mensch hat welches individuelles Risiko im Alter an bestimmten Erkrankungen zu erkranken. Und wir sterben heutzutage immer noch primär an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also auch hier ein gesundes Herz, eine gesunde Vorsorge ist etwas, was wir im Auge haben müssen und wo wir Werte checken müssen. Und das ist etwas, das kann man auch über die Krankenkasse auf jeden Fall generieren. Das ist der sogenannte Lipoprotein-Klein-a-Wert, den wir genetisch in uns tragen und es gar nicht wissen. Ja, also jeder 4. oder 5. hat ein Lipo-A erhöht und das ist eben der Risikofaktor dafür, dass wir verkalken, also dass wir eine Arterienverkalkung bekommen und möglicherweise schon mit 40 oder 50, je nach Lebensumständen, einen Herzinfarkt erleiden. Also man muss eben schauen, auf der einen Seite gibt es Maßnahmen der Longevity, die durchaus auch über die Krankenkassen finanziert werden und wo man eben sagen kann, ich lasse mich jetzt mal checken und ich meine, selbst wenn ein Arzt nicht bereit ist, und da gibt es Gründe dafür, nämlich weil er sein Laborbudget sparen möchte, dass er euch nicht den Lipo-A-Wert bestimmt. So kann ich dann sagen, okay, dann kaufe ich ihn mir für 14,57 € eben selbst. Aber dann weiß ich, ob ich so ein Risiko habe oder nicht. Also ich sage allen, die jetzt in ihrer Familie einen Herzinfarkt hatten oder einen Schlaganfall, lasst diesen Lipo-A-Wert checken. Und dann natürlich die normale Vorsorge, die man machen kann beim Hausarzt oder Internisten mit den Cholesterinwerten, mit dem LDL-Wert. Ab 50 steigt das. Ja, bei den Frauen ist noch mehr darauf zu achten als bei den Männern, weil durch den Wegfall der Hormone wir einfach empfindlich werden für einen Anstieg von Cholesterin und auch für einen Anstieg von Zucker. Ja, auch das, was wir vorher besprochen hatten, dieses Insulin, das innere Bauchfett, das können wir checken mit BIA-Messungen, mit eben einem HOMA-Index-Wert aus nüchtern Zucker, nüchtern Insulin. Und das ist alles etwas, das kostet nicht viel Geld und das kann man machen. Und dann natürlich die Dinge, die uns helfen, in der gesunden Langlebigkeit zu bleiben, die wir dann möglicherweise auch selber finanzieren müssen, weil wir ja Krankenkassengeld zahlen, nur im Fall, wenn wir krank sind. Und das ist traurig, ja, dass es keine Präventionskasse in Deutschland gibt. Wenn wir eben etwas präventiv machen wollen, dann gibt es natürlich ein paar Tools, die wir dann möglicherweise selber bezahlen müssen, um möglichst lang gesund zu bleiben. Aber die Behandlungen hier mit Exosomen und Polypeptiden sind ja viele Menschen auch bereit zu investieren. Lass uns mal bei Exosomen bleiben, weil ich ich glaube, vor 1,5 Jahren haben wir da schon drüber gesprochen, weil ich habe immer ein sehr offenes Ohr für neue Möglichkeiten und ne, wenn ich was höre, bin ich immer gleich so. Und habe mich dazu ein bisschen belesen und habe dann auch mit einem Spezialisten hier in Berlin gesprochen, der dann sagte, ja, kann man alles machen, aber das kostet dann, was weiß ich, also ich müsste das quasi monatlich, müsste ich mich microneedlen mit dem Zeug. Und es ist halt, also es muss jeden Monat gemacht werden, weil ansonsten verfällt der Erfolg sofort wieder, den ich dann aufbaue. Und auch wenn ich einmal in der Sonne zu lang wäre und ich hätte einen Sonnenbrand, wäre auch alles, was ich dann über ein Jahr aufgebaut habe, wieder hinfällig. Ist das derart fragil, die ganze Nummer? Also das ist etwas überspitzt dargestellt. All diese Maßnahmen, eben auch die Exosombehandlung, die sind schon Wiederholungstäter, sage ich mal. Aber das heißt nicht, wenn man, natürlich muss man Sonnenschutz sowieso für die Haut auftragen. Aber ich glaube, dass dieser Heilungsprozess zum Beispiel nach einem Needling oder nach einer Laserbehandlung, die unterstützt wird mit Exosomen oder auch nach wie vor bin ich auch Fan vom PAP, das ist, wenn man das alles so macht, ist es nicht so, dass es nach Wochen alles verfällt. Man muss es schon wiederholen, aber nicht in solchen engen Abständen. Das Right. glaube ich nicht. Aber das, wovon du sprichst, ist ja dann eher ein anlassbezogenes. Also wenn ich eine Das frische OP anlassbezogen, habe, ja. dass ich dann oder nach dem Needling das dann einmal mache, direkt danach, um zu Ja. helfen. Das, was er meinte, war ja so ein quasi ein Maintenance,
Maintenance-Eingriff, dass ich das jeden Monat machen müsste, um einen Effekt zu sehen. Nee, also das wäre auch einfach zu übertrieben. Das würde ja wirklich Teuer. bedeuten und As super Ja. fuck. teuer und man muss auch, also das finde ich ist nicht, also definitiv nicht notwendig, insbesondere genau bei diesen Sachen, die wir jetzt hier besprechen, wie Exosom und PHP, da muss ich ja irgendwo eine Eintrittspforte schaffen in der Haut. Ich müsste die ja ständig aufniedeln. Da bin ich auch nicht der Meinung, dass monatliches Needling einfach immer nur gut ist. Nein, bestimmt nicht. Also ich glaube, dass man sehr gut von innen heraus was tun kann, ja, Ja. weil die Haut braucht ja, um Kollagen bilden zu können, vor allen Dingen Aminosäuren. Und wenn du da was tun willst, dass du quasi supplementierst mit Aminosäuren, die Kollagen aufbauen, Prolin, Lysin, Vitamin C, kannst du auch was für deinen Glow machen. Und bist gleichzeitig auch ganz lieb zu deinen Mitochondrien, weil du oxidativen Stress senkst. Also ich glaube, dass diese Blutebene, die immer stabil ist, dass das eigentlich etwas ist, das kannst du dauerhaft machen. Und wenn man da eben an ganz gute Produkte kommt, also die ich auch gerne empfehle, ohne dass ich da irgendwelche Keine Markenlinks. ja, keine Markenlinks und so weiter. Aber es gibt eben wirklich gute Produkte, laborgeprüfte Qualität, die man nutzen kann. Und das sage ich dann meinen Patienten in der Sprechstunde, wo man wirklich einen Benefit hat. Das kannst du nachmessen. Und wenn ein Mensch mal so ein halbes Jahr Aminosäuren substituiert hat, du siehst das. Du siehst, ob jemand eine wirklich gute Haut hat, wenn er supplementiert oder mal eine Vitamin-C-Infusion macht. Also auch da muss man immer gucken, was braucht derjenige. Was hältst du von oralem Kollagenpulver? Gar nichts. Gar nichts? Weil du sagst, bringt gar nichts, oder? Also die wissenschaftliche Datenlage ist dünn. Ja. Ja, es gibt ja immer mal ein paar Studien, die sagen, wow, Kollagen bringt was. Aber aktuell habe ich ein paar Studien gelesen, die einfach keinen Benefit bringen. Wenn du es schluckst. Dann muss ja auch wieder über den Darm und dann muss es vom Darm in die Leber und von der Leber muss es irgendwo hin. Also man muss sich ja überlegen, wie funktioniert es? Und alles, was ich schlucke, muss erstmal durch die Magensäure. Die Magensäure ist krass aggressiv. Ja? Und dann muss also so eine Kapsel magensaftresistent sein und im Zwölffingerdarm. Also ich nehme es als Pulver, Ja, aber guck mal, ne? ohne Kapsel. Genau, die Frage ist, überlebt es überhaupt die Magensäure? Und im Dünndarm, im Zwölffingerdarm, wird es über den Blutstrom in die Leber gebracht. Und die Leber entscheidet. Die Enzyme der Leber sagen, jo, es wird jetzt weiterverarbeitet, es bringt was oder es bringt Ich tue das nichts. ins Knie, damit das da weniger weh tut. Das würde dann die Leber sagen. Ja, es ist halt schwierig, ne? Und das ist eben dieses, was die Leute alle nicht wissen, wie der menschliche Körper wirklich funktioniert. Und eigentlich funktioniert er eben nur über diese gesunden Mitochondrien. Also ich glaube, mehr für die Haut und für Gelenkgesundheit bringt dann zum Beispiel das Eisbaden. Nachweislich gibt es da Studien, dass wenn du da jeden Tag 3 Minuten in die Eistonne springst, du wirklich eine Reduktion von Entzündungsparametern hast, Schmerzen und so weiter. Oder da schwöre ich ja so ein bisschen, oder ich hoffe, ich schwöre nicht, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es gibt eben Peptide für die Gelenksgesundheit, die man sich mal spritzen könnte und schauen könnte, ob das eine Regeneration macht oder für das Kollagen, Regeneration tatsächlich sogar. ja, eine Okay, wow. Regeneration macht. Spannend. Du wolltest gerade was sagen, ich hatte dich unterbrochen. Mir fiel ein, weil wir reden ja auch über die Substitution. Und ich will an der Stelle mal betonen, dass es schon wichtig ist, dass man sich möglichst vielleicht dann auch bei einem Arzt oder einer Informationsquelle beraten lässt, weil ich merke gerade auch bei meinen Operationspatientinnen, dass die teilweise wild zusammengewürfelt irgendetwas an Supplements schlucken, weil sie dann noch, die Freundin hat ihr gesagt, die müsste dann jetzt auch noch diese Einpillen oder die Kapseln, die wären richtig super, die nehmen sie auch bitte noch und dann das und dann das. Und ich hatte letztens den Fall, da hat mir eine Dame während der Operation, ich habe gedacht, das hört überhaupt nicht mehr auf mit Bluten, denn eine Blutungsverlängerung, also dass das Blut normal physiologisch gerinnt, kann auch beeinflusst sein von Supplementen oder eben auch von also Gerinnungshämmern, die genommen werden müssen, zum Beispiel Ja, nach Blutverdünner. Thrombosen. Ja, und deswegen muss man die dann eben vor so einer OP absetzen oder Ja. substituieren. Na, jedenfalls hat das wahnsinnig geblutet und ich war echt am Verzweifeln. Ist alles gut gegangen. Und ich bin dann am Abend zur Patientin ins Zimmer gegangen und habe gesagt, sagen Sie mal, Sie haben mir doch gesagt, es steht ja nirgendwo, dass Sie irgendwelche Medikamente nehmen. Nehmen Sie wirklich keine blutungsverlängernden Medikamente? Nein, sie nimmt nichts ein. Ach, ich sage, dann müssen wir mal wirklich jetzt
zum Anlass nehmen, im Nachgang. Es ist jetzt alles gut gegangen, aber vielleicht haben Sie auch mal irgendeine Operation, die ja, profunder ist und dann könnte es ein Problem geben. Müssen wir mal ein Labor machen und so weiter. Mhm. Und dann sitzt ihr Mann im Zimmer und er sagt, na, die nimmt doch Medikamente, hast du das nicht erzählt? Du nimmst doch morgens immer 25 Kapseln das und mittags isst du nochmal 10 Kapseln und abends isst du noch. Also die nahm am Tag circa mal 50 verschiedene Supplemente. Die haben wir da mal so ein bisschen aufgelistet und dann musstest du die einmal durch die KI schmeißen und da kam schon raus, also auf jeden Fall hat das die Blutungsneigung verändert. Und das muss man eben auch mit berücksichtigen, ne? So eine gewisse Nebenwirkung, dass man nicht Absolut. alles in sich rein isst. Absolut. Ganz, ganz häufig wird ja Nattokinase geschluckt. Habt ihr Oh davon ja. schon gehört? Ja, 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 ja. Nattokinase war ja auch bei Covid so ein Thema. Was sind das? Nattokinase ist einfach ein Enzym, was letztendlich auf diese Spike-Proteine wirken soll, dass die nicht verklumpen. Also Nattokinase sagt man eben eine verbesserte Fließeigenschaft des Blutes nach. Also letztendlich Thromboseprophylaxe im Ende, ne? ja, genau. Am Ende auch so wie Heparin und solchen Geschichten. Aber Nattokinase führt natürlich zu vermehrten Blutungen. Und das wird sehr gerne genommen, weil alle, die geimpft sind, sich davon halt versprechen, keine sogenannte Spikopathie zu entwickeln, also eben Thrombosen, Herzinfarkt und so weiter zu entwickeln. Und auch ein paar andere Vitamine. Ich glaube, Vitamin E verbessert auch die Blutfließgeschwindigkeit und so. Man muss ein bisschen gucken mit den Supplementen, dass man es nicht übertreibt. Und ich habe das ja auch jeden Tag in der Praxis. Da kommen die Leute mit tonnenweisen Supplements und glauben, das hilft. Ne? Es gibt auch eine Firma, die, ich weiß nicht, ich glaube, für alles irgendwas hat. Ich nenne keine Namen, aber I think I know. die I sind know nicht, it. die sind nicht laborgeprüft, muss man einfach sagen. Und Ja. ich bin da so ein bisschen kritisch, weil mich das halt ärgert. Ja. Weil selbst wenn du halt jetzt 10 Euro für 100 Kapseln bezahlst, die nichts bringen, oder ich bezahle meinetwegen 30 Euro und die bringen was und ich brauche nur die Hälfte der Dosis, sind mir die 30 Euro lieber. Und man kann eben wirklich heutzutage Mineralstoffanalysen im Blut machen. Und das kann auch jeder, der jetzt vielleicht zuhört. Man kann übers IMD-Labor im Webshop online sich ein Mineralstoffprofil mit den 6 wichtigsten Schwermetallen kaufen. Dann schicken die das zu, das Röhrchen, und dann gehst du zu deinem Hausarzt, lässt es abnehmen, schickst es zurück. Ja. Oder man geht hier direkt ins IMD-Labor. Ich muss jetzt einfach davon schwärmen, weil die einfach eine Top-Qualität haben, super moderne Technik, und da kannst du halt messen, wie es in dir drin ausschaut. Und alle diese Mineralien brauchen halt wiederum die Mitochondrien, um gut zu funktionieren. Right. Alle von euch, die jetzt da draußen zuhören oder zusehen und versuchen aufzuschreiben und zurückzuspulen, was gerade gesagt haben, ich packe den Link dazu, zu diesem Labor und dem Test in die Shownotes, dann könnt ihr da einfach draufklicken und da selber aktiv werden. Stichpunkt, ne, all diese Wirkstoffe, die vielleicht gar nicht so viel bringen. Ein Begriff, der im Bereich Longevity immer wieder auftaucht, auch im Kontext, dass viele Leute sagen, das ist am Ende nur sehr teurer Urin, den man da hat, ist NAD+. Bringt das tatsächlich was, dieser Infusionsbeutel, oder nicht? Schweres Thema, also ganz ehrlich, meine Meinung, nein. Okay. Weil erstens mal ist NAD+ natürlich ein ganz wichtiger Hauptbestandteil der Mitochondrienenergie. Es ist Vitamin B3, NADH wird zu NAD, und es brauchen die Mitochondrien im Rahmen der Atmungskette. Sie brauchen aber auch noch andere Substanzen. Also wenn ich jetzt quasi nur einen Wirkstoff reinkippe, aber die anderen fehlen, dann bringt mir das nichts. Das ist wie fettlösliche Vitamine ohne Fett zu sich zu nehmen. Ja, so ein bisschen. Wir brauchen einfach, also Mitochondrien verarbeiten ja erstmal alles, was wir mit der Ernährung aufnehmen. Aber selber die Atmungskette besteht eben aus 4 Schritten. Und wir brauchen eigentlich dann alle 4, damit wir wirklich wissenschaftlich, vernünftig, biochemisch was erreichen. Und natürlich, wenn ich jetzt erstmal mein Blut checke und ich habe einen B3-Mangel, das kann man messen, bioaktives B3. Und wenn ich einen Mangel habe, dann bringt mir die Infusion was. Wenn ich aber keinen Mangel habe, dann kann mir das auch schaden. Also da möchte ich auch warnen, weil wenn ich zu viel mache, kann ein zu viel mir auch schaden. Aber alles, was mangelt, und da muss man einfach auch ehrlicherweise sagen, dass die meisten einen Mangel haben. Vor allen Dingen habt ihr alle einen Mangel an Selen. Und Selen ist so wichtig, damit unsere Schilddrüse gut funktioniert. Ja, also messen, machen, messen, machen. Das ist das, was meine Ärzteschaft dazu sagt. Alle, die ganzheitlich funktionell arbeiten, die kontrollieren.
Ja, und Selen macht uns einfach glücklich. Habe ich ja vorher dir erzählt. Ne? Die Finnen haben es geschafft. Die Finnen haben geschafft, ihre Ackerböden selenhaltig zu düngen und sind das glücklichste europäische Völkchen. Ach Quatsch. Und ja, und der Professor Lutz Schomburg hier aus der Charité hat einen sehr, sehr interessanten Vortrag vor 2 Wochen beim IMD-Kongress gehalten und hat erzählt, dass es ein Ranking gibt der glücklichsten und gesündesten Länder Europas. Deutschland steht irgendwo auf Platz 7 oder 9 und die Finnen sind die glücklichsten und gesündesten. Obwohl es Und da so dunkel ist, ne? ja, aber die haben halt es geschafft, wirklich Selen unters Volk zu bringen. Und Mhm. Selen steuert 4 wichtige Enzyme in unserem Körper. Und vor allen Dingen ist es halt wichtig für die Zellgesundheit, für eben auch ein Enzym, was in den Mitochondrien arbeitet. Und das ist das Glutathion. Ja, und das brauchen wir. Und nur dann nützt Longevity was. Ne? Und Ja. ich finde, man sollte das messen. Und dann, Ja, und ich muss auch sagen, wir sind natürlich auch unterworfen diesen ganzen Trends und es gibt ja sogar NAD+ Kliniken. Bars, wo man so reingehen kann. Ja, also Tripspa. wir bieten es auch an, haben aber auch gelernt, dass man nicht jeden, du hast das schon immer propagiert, wir bieten natürlich auch Infusionen mit Vitaminen an und das ist auch nichts Schlechtes. Also Nein, ist es wird ja immer so erzählt, das wäre nun vollkommen sinnlos. Es ist aber auch sinnlos, sich kiloweise irgendwelche Tabletten durch den Darm zu schleusen. Man muss einen Mittelweg finden, aber eben messen. Und das ist das, was wir uns jetzt eben auch auf die Fahne geschrieben haben. Und bei uns bekommt man einfach nicht eine NAD+-Infusion einfach so. Es sei denn, es gibt natürlich Vorbefunde, die uns dahin führen. Aber das ist etwas, das habe ich dann auch nicht verstanden. Es gibt ja auch gerade, geht es ja auch wieder viral überall rum, ne, wie dann doch einige das sozusagen pauschal, ohne jegliche Nachfrage, also sogar ohne eine Anamnese, jedem einfach daran hängen. Oder Das versuchen kann gefährlich. aufzuquatschen. Ja, Oder ja. versuchen aufzuquatschen. Und wir sind jetzt an so einer es überbordet quasi diese ganze Geschichte, sodass man da wirklich mal jetzt die Welle ein bisschen wieder abflachen muss und schauen muss, wo sind wir denn überhaupt, an welchem medizinischen Punkt stehen wir denn? Genau. Und wir können nicht jeden das da einfach nur, das kostet 500, 600, 700 € so eine Und Infusion. das ist Wahnsinn. Da muss man auch wirklich sagen, Dann lieber so ja, eine Blutentnahme. genau, erst die Blutentnahme, aber auch, ich muss sagen, Infusionen bringen schon was. Also ich liebe Infusionen auch, vor allen Dingen, wenn die Leute zum Beispiel Reizdarmprobleme haben. Wie viele haben echt einen entzündeten Darm und Nahrungsmittelunverträglichkeiten? viele. Sehr viele entwickeln das. Und das ist ja auch was ganz krass mit der Schönheit zusammenhängt. Wenn ich jetzt über Jahre einen kranken Darm habe, dann habe ich auch keine schöne Haut. Und dann kann ich natürlich Hunderte von Euros investieren in Microneedling, in PRP, in Botox und Co. Aber den Darm erstmal zu sanieren, das braucht Monate. Also ein kranker Darm ist wirklich Ursache für super viele Krankheiten. Und ich finde eben Infusionen deshalb so schön. Also ich hatte einen kranken Darm ganz lange, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, und Angststörungen damit in Verbindung. Also das eine begünstigte das andere und es hat Natürlich. also gegenseitig befruchtet quasi. Ja, weil Und da ist kein Mediziner drauf gekommen, da musste ich das immer ist so selber eine Verbindung traurig. herstellen. Ja, weil ja ganz klar der Darm entsendet einfach bestimmte Substanzen, die wirken neuroinflammatorisch. Das heißt Entzündlichkeit im Gehirn aus dem Darm. Auch Migräne ist so ein Beispiel dafür. Ja, Migräne entsteht im Darm. Das klingt immer so verrückt und die Leute gucken mich dann an, was, wie im Darm? Ja, aber wir machen dann eine Stuhluntersuchung und du siehst, der pH-Wert stimmt nicht, die Fehlbesiedlung, hoher Dysbioseindex und da kommt ganz viel daraus. Ja, aber eine Infusion, um damit auf Christian zurückzukommen, finde ich deshalb so wertvoll, weil unter Umgehung des Magen-Darm-Trakts die Wirkstoffe in die Leber kommen. Und deshalb macht es total Sinn, auch Infusionen zu geben. Aber ich würde eben vorher messen, weil das einfach so individuell ist. Und manchmal vertragen die Leute auch Infusionen dann plötzlich nicht, kriegen Kopfschmerzen oder Übelkeit. Und gerade bei NAD ist es so, das muss ultra langsam reinfließen, weil du sonst wirklich Kreislaufprobleme kriegst. Ne, und man kann die Mitochondrien dadurch auch zerstören. Genau wie zum Beispiel auch durch das, was ich gerade gesagt habe, dieses Verfahren IHHT. Das ist diese Höhentraining. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen mit den Masken? Liegen die Leute ganz entspannt. Aber wenn ich das zu heftig einstelle, dann mache ich mehr Mitochondrien kaputt, als dass ich die regeneriere. Und darum geht es bei Longevity, ne, um eine Mitochondrien-Regeneration oder um den Mitochondrientod, den ich durch zum Beispiel Fasten hervorrufen kann, ne, durch einen sogenannten Zelltod, Apoptose. Wenn ich nichts esse, ja, wenn ich faste, das ist
Ja, Das wäre wirklich. dann ungesund in dem Fall sehr, oder? Nee, nein, Ach so, nein, das ist gewünscht. total. Also Ah, wenn okay. man einen Longevity-Hype Klang jetzt empfehlen kann. so. Tod Nein, klingt dachte, jetzt oh nicht so Gott, jetzt muss ich, supi. oh Nein, Dann Gott. sterben alle nein, Mitochondrien. nein, Entschuldigung. Nein. Das Beste, die beste Methode für Longevity ist 5 Tage Fasten. Okay, Habe ich noch nicht gemacht, weil ich bringe das irgendwie nicht fertig, nichts I zu essen. can't. Aber es gibt ganz viele, die fahren in so Kurkliniken und machen 5 Tage Wasserfasten. Und das ist wirklich wissenschaftlich nachgewiesen ein Wahnsinns-Longevity-Tool. Genauso wie Eisbaden. Ja? Wie regelmäßig müsste man das machen? Du, einmal im Jahr, glaube ich, wird so empfohlen. Vielleicht auch zweimal im Jahr, aber ich kann es nicht. Also für mich ist es auch nichts, aber ich messe lieber und fülle es Ich habe so das mal auf. auf Bali probiert. Ja. Da musste ich quasi dann kapitulieren. Also das war schwierig. Aber ich glaube, im richtigen Setting funktioniert es und bringt auch Ja. was. Ja, ich habe einmal mit meiner Mutter, da sind wir damals, wir haben uns vorgenommen zu fasten und sind zum Supermarkt gefahren, um die Sachen einzukaufen, die wir brauchten zum Fasten. Super. Wir hatten noch nicht angefangen und haben beide aus so einer Panik heraus, die nächsten Tage nichts zu essen bekommen, sind wir komplett eskaliert. Also wir haben wirklich dann danach im Auto gesessen. Sie hatte so eine fette, so eine Schillerlocke. Kennt ihr das? Diese fetten geräucherten Fische. Sie hatte so eine Schillerlocke in der Hand und hat die im Auto aus der Hand gegessen. Ich hatte eine Sahnetorte und habe mit den Fingern, also kompletter Kontrollverlust. Ja, gefastet hat niemand. Wow. Gut, wir müssen uns so langsam dem Ende nähern, weil ja, die Folge ist fast rum und ich könnte noch 300 weitere Fragen stellen, aber eine Frage mal vorweg. Wir machen demnächst eine Peptid-Folge, wo wir nur von Peptiden sprechen. Hättest du Bock, da nochmal wiederzukommen? Total gerne. Ja, Oh, voll super gut. gerne. Also wirklich, das ist ein Thema, was wird so oft angesprochen und ich bin froh, dass du nicht wie viele andere Internisten, Allgemeinmediziner, die sich damit beschäftigen oder noch nicht wirklich beschäftigt haben, das dann so gleich ablehnen. Ich finde, wir sollen alle offen bleiben, auch für neue Trends und die richtig einordnen, weil ich glaube, nur so entwickelt sich auch etwas weiter. Unbedingt. Aber nicht Studien. alles so stumpf akzeptieren, weil Mhm. es nun irgendwo in irgendeiner Social-Media-Wolke Nee. rumbläst. Ne? Also ich finde, zu den Peptiden lässt sich ganz viel sagen, machen wir an der Stelle jetzt nicht, aber ich bin super offen, weil es in 35 Ländern dieser Welt schon zugelassen ist. Und gerade noch mal ganz kurz den Brückenschlag zu dem chronisch Fatigue-Erkrankten. Es gibt ein Peptid und das ist in den USA zugelassen als Medikament. Das ist Thymosin Alpha 1. Wird auch in Belgien schon genutzt. Also ich hatte gerade auch einen tollen Hormonworkshop im März mit dem Dr. Hertoge. Den kann man auch googeln, findet man auch bei Instagram. Und Thymosin Alpha 1 ist für die Regeneration des Immunsystems so wertvoll. Das heißt, es gibt Untersuchungen, wo Patienten mit Chronic Fatigue nach 6 Wochen eine deutliche Verbesserung ihres Erschöpfungszustandes finden. Und deshalb finde ich, in der Medizin oder in der Naturwissenschaft hat alles eine Berechtigung. Und wenn wir Ärzte uns verschließen, wenn wir immer nur Leitlinienmedizin machen, wenn wir gar nicht Und offen immer sind, no, das ist alles schlecht. Also ja, das, nein, wir müssen uns öffnen und wir müssen vor allen Dingen unseren Patienten zuhören. Und wir müssen nicht leitliniengerechte Medizin machen, sondern individuelle Medizin. Und da kann man, wie ich dir ja auch im Vorfeld gesagt habe, so viel herausfinden. Von der Lebergenetik angefangen. Und deshalb sollten wir unbedingt über die Peptide sprechen. Ich finde es super. Und ja. Ich habe wirklich das Gefühl, als wäre, ne, gerade wenn wir von Blutbildern sprechen und von den Blutwerten, die so normalerweise abgefragt werden, im Vergleich zu dem, was du erzählt hast, ist, als würde man auf ein normales mikroskopisches Bild von irgendwas gucken. Und das, was du machst, ist das quasi noch mit dem Zoom so aufziehen und halt auf all das zu gucken, was unten drunter ist. Viel feinteiliger, viel feingliedriger. Und warum würde man das nicht wollen? Also warum würde man nicht genauer hinschauen können auf was man vorher eher aus einer rausgesuchten Perspektive nur betrachten konnte? Also ich finde da eine abwehrende Haltung, ich kann eine gewisse Vorsicht verstehen und zu sagen, naja, da gibt es jetzt eben viele Leute, die sich da die Taschen voll machen, aber das an sich abzulehnen, finde ich schwierig. ja, aber das ist einfach auch was das Ganze impliziert bei den Patientinnen. Das kann ja nur Bullshit sein, weil es ja die Krankenkasse nicht bezahlt. Das ist ja in vielen Leuten so drin. Ja, die Kasse zahlt es nicht, die bietet es an, einfach nur um Geld zu verdienen. So war das ja, als du den Kassensitz auch noch hattest. Dass diese zusätzlichen Maßnahmen einfach dann auch bei den
ja, bei den PatientInnen nicht gut angekommen sind, weil nach dem Motto, was soll das bringen, was ist das für, das muss einfach mal verstanden werden und vielleicht schaffen ja Menschen wie du, es sind ja nun mittlerweile viele, dass diese Dinge auch wieder in unsere Kassenmedizin integriert wird oder überhaupt dort auftauchen, um wirklich allen zu helfen und nicht nur die das Bewusstsein und natürlich auch das Geld haben. Für manche sind einfach 300, 400 Euro auch fast unerreichbar. Ja. Ja, aber dazu muss man noch mal eins sagen. Also das Problem ist, warum wird nicht tiefer geguckt? Weil es bis dato gar nicht erforderlich war im System. Das heißt, und das müssen aber leider auch alle mal verstehen, und es wird sich nur was ändern, wenn wir uns ganz große Mühe geben und für die Prävention kämpfen. Und das tun alle die Kollegen, die ich kenne. Wir müssen eins sehen, die Krankenkasse zahlt halt, wenn wir krank sind. Und hier wird das Thema Longevity interessant. Es gibt Vorausrechnungen, wie viele in 20 Jahren schwerstens chronisch krank sein werden, nämlich jetzt von unserer Generation, alle so 50 plus, 20 Jahre weiter. Wenn wir uns jetzt nicht kümmern um Longevity, dann werden wir in 20 Jahren chronisch krank. Und das entdecke ich in einem gezielten Auslesen des Blutes. Und wenn man da eben Interesse hat als Arzt, dann braucht man Zeit. Und das ist ja das, ich bin ja gezwungen worden, meinen Kassensitz abzugeben, weil ich nicht mehr wirtschaftlich war. Und das sind auch alle die Kollegen, die eben dann privatärztlich werden, die werden das eben nicht, weil sie Fettkohle machen wollen, sondern weil sie sich halt fortbilden. Und wenn ich überlege, wie viel Geld ich in meine Fortbildung gesteckt habe, also Wahnsinn, das sind, also vielleicht 50.000 bis 100.000 Euro habe ich in den letzten Jahren in mich investiert, um das alles zu lernen und zu wissen. Und ich will das gar nicht 1:1 von einem Patienten zurückhaben, aber ich habe halt Freude, Menschen zu helfen. Und zwar egal welchem Menschen. Ich möchte einfach helfen. Das ist so ein krasses Wenn ich jemand Helfersyndrom. glaube, dann das Claudia. Ja, na, so, Ja, so ein ist so. Helfersyndrom. Und ich finde Das ist ja eben, auch der dass, hippokratische Eid eigentlich, ne? Ja. ja, Das und ist ja das. diese Sache mit dem System ist halt das, was sich ändern muss. Wir brauchen ein System, wo man eine Präventionskasse hat, eine Krankenkasse und wo quasi die belohnt werden, die sich kümmern. Und es muss einfach ein neuer Katalog an Leistungen entstehen mit dem Lipoprotein A, mit Hormonbestimmungen, ja, weil das ist ja nun auch wichtig. Und wenn du sagst, nach dieser Fastenkur mit deiner Mama, du hast Bock auf eine Sahneschnitte, dann ist das nichts anderes, als dass dein Körper innerlich schreit, fütter mich. Das ist eine biochemische Disbalance. Ja, und das kann man eben im Blut heutzutage super auslesen. Ich sehe das in so vielen Bereichen, dass an der Prävention, wir haben das bei der GLP-1-Folge auch besprochen, ne? Wie viel Menschen und also wie viel Geld könnten die Krankenkassen sparen, lass mich da bleiben, wenn sie eher unterstützen würden, dass die Menschen gar nicht erst fettleibig werden und Leute, die eine Tendenz haben zu Adipositas oder ne, auch einer krankhaften, schlimmen Morbid Obesity, dass man da gegenwirkt, anstatt dann, wenn es zu spät ist, jahrelang wahnsinnig viel Geld in die Verpflegung dieser Menschen stecken zu müssen und in ne, das Rumdoktern an Symptomen, die man hätte vermeiden können, wenn man in der Prävention mal ein bisschen 3 Cent mehr ausgegeben hätte. Also ja, begegnet mir im HIV-Bereich, begegnet mir das Gleiche, ist überall dasselbe. Es wird an den falschen Stellen gespart, um dann später auf Riesenkosten zu stürzen und das finde ich seltsam, dass da nicht anders mit umgegangen wird. Lass uns noch für die Leute, die uns zuhören, was könntest du noch mitgeben? Vielleicht 1, 2, 3 Hacks, die geldsparend alle machen können zu Hause, um sich da ein bisschen, falls es sowas gibt, um sich ein bisschen in die Longevity-Richtung, welche Vitamine, welche Spurenelemente, welche. Also die 3 Basics sind ja immer Ernährung, Bewegung, Schlaf. Ja. Das ist natürlich das A und O. Aber man muss fairerweise sagen, wenn ich an einem Symptom leide, Schlaflosigkeit, Depression, dann muss ich mich untersuchen lassen. Right. Und ich finde, man kann einfach nicht pauschal sagen, nehmt jetzt irgendein Supplement. Also Nährstoffe sind Außer immer Selen. wichtig. Naja, aber auch Selen muss man messen. Ach so. Ne? Also auch Selen kann man nicht ohne Ende nehmen, weil irgendwann ist man dann vergiftet. Also ich finde, messen ist wichtig. Aber ich glaube, sucht euch einfach Ärzte für ganzheitliche funktionelle Medizin. Und ihr könnt mit allen Ärzten, die auch fair sind, reden und sagen, ich habe jetzt dieses Budget zur Verfügung, können wir ein paar Blutwerte machen? Und ich glaube, die Kollegen, die helfen wollen, die machen das dann auch. Ne? Also ich denke, es macht eben keinen Sinn, in irgendwelche krass beworbenen Supplemente zu investieren, wenn ich nicht meine Blutwerte kenne. Und auch eine BIA-Messung ist super. Gibt es auch hier unweit der Friedrichstraße die Medios Apotheke, die haben ein Prevent-Zentrum, was sie demnächst eröffnen. Da kann man auch eine BIA-Messung machen. Sonst natürlich herzlich gern bei mir in der Praxis. Sowas kann man machen. Aber ich würde
schauen, wo stehe ich zum Tag X. Und dann kann man individuell einschreiten. Sehr gut. Alles klar. Ich habe auch ein bisschen Frosch im Hals, bin ein bisschen erkältet. Dann sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Ich will dir wahnsinnig danken, dass du da warst und auch dir natürlich. Ich danke dir, dass du gekommen bist, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Und das ist immer wieder schön, mit Claudia zu reden, sie reden zu hören. Man ist ja regelrecht hypnotisiert. Ja, Oh Gott, ich hoffe, ich habe euch Du nicht hast ein totgequatscht. überhaupt Nee, nicht. wirklich, du hast ein wahnsinniges toll. Fachwissen. Und ich weiß ja auch, und das finde ich bemerkenswert, ich gehe ja auch zur Fortbildung und was ich so tun kann für mein Fachgebiet. Und ich weiß, wie oft Claudia den neuesten Sachen auch wirklich aufgeschlossen gegenübersteht, aber nicht nur hört und von Hörensagen irgendwas aufnimmt. Sie geht dahin, wo die Leute sitzen, die es wissen und die an der Wurzel sitzen. Das versuche ich ja auch zu tun und ich finde es wirklich bemerkenswert und ich traue dir ja sowieso. Also, und deswegen ist toll, dass du heute hier warst und dass du das auch unserem Volke da draußen, Yes. die uns folgen, das erklärt hast. Ich danke euch ganz herzlich und kann euch nur sagen, ich gehe jetzt Ende Mai zum Live Summit Longevity hier in Berlin. Das ist ein riesen Live Summit mit, ich glaube, ich Oh ja, weiß der nicht, ist, wie vielen hunderten große Speakern. Veranstaltung. Mhm. Große Veranstaltung und wenn ich da was Neues erfahre, dann lasse ich es euch wissen Perfekt. und dann machen wir es hier halt einfach nochmal. Perfekt. Danke für die Einladung. Na wunderbar. Ihr Süßen, wenn ihr einen Termin haben wollt bei Dr. Claudia Kettler, dann ich packe den Link in die Shownotes, aber ansonsten könnt ihr auch googeln. Deine Praxis ist in Biesdorf. Nein, in Birkenwerder. Das In ist wirklich Birkenwerder. 30 Minuten Norden von Berlin. Aber bitte nicht enttäuscht sein. Aktuell bin ich ziemlich gut gebucht, aber wir setzen die Leute auf die Warteliste und rufen auch immer verlässlich an. Aber bei Fragen übrigens, ihr könnt auch eine Mail schicken. Wir beantworten auch Hier gibt es Fragen. den Code Christian und Barbie, um dann da schneller Dafür bekommt ihr reinzukommen. gar nichts, außer eine nette Antwort. Okay. Ja, wenn ihr bei Christian Termine haben wollt, wisst ihr Bescheid. Metropolitan Aesthetics. Also ich bin 7 Jahre ausgebucht. Nein, so ist es nicht. Aber trotzdem freuen wir uns immer, weil das sind die Leute, die uns folgen. Und also Ja. ich habe übrigens jetzt, wir machen es ja schon eine ganze Weile, ich höre oder ich kriege es live mit, dass Neupatientinnen, Neupatienten, die kommen zu einer Beratung, viele auch unseren Podcast gehört haben, die haben eine ganz andere Bereitschaft, sind schon so gut vorinformiert. Also da habe ich mir quasi selbst schon die Hand geschüttelt. Das ist wirklich toll. Und auch das sind natürlich Dinge. Und da, wo wirklich Dinge gemacht werden, die sinnvoll sind, die gut sind, da sind auch viele Vorausbuchungen. Das ist einfach so. Nur da muss man sich auch nicht für entschuldigen und manchmal muss man ein bisschen warten. So einfach ist es. It is what it is. Ich Dankeschön. danke euch beiden. Tschüss. Tschüss.